Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial der Universitätsbibliothek Stuttgart. In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Gruppenfunktionen von Puma und zeigen euch alles, was es dazu Nennenswertes zu wissen gibt. Als Einstieg zeigen wir euch zuerst einmal, wie man eine Gruppe gründet. Dazu klicken wir hier auf Gruppen, dann hier auf eine neue Gruppe erstellen und müssen dann einen Gruppennamen und eine Beschreibung zu der Gruppe eingeben. Wählen wir als Gruppenname einfach mal aus Tutorials und eine Beschreibung. Hier lernt ihr viel Hilfreiches. Klicken dann auf Gruppe erstellen und kriegen dann die Benachrichtigung, dass die Gruppe erfolgreich erstellt wurde. Was auch noch wichtig zu wissen ist, wenn man eine Gruppe erstellt, ist, dass ein Gruppenname auf Puma nur einmal vergeben werden kann. Selbst wenn eine Gruppe wieder gelöscht wird, kann deren Name in Puma nicht mehr verwendet werden. Das heißt, überlegt euch genau, welchen Gruppenname ihr verwenden wollt. Als nächstes möchten wir euch auf einige Einstellungen, die ihr in einer Gruppe vornehmen könnt, aufmerksam machen. Dafür klicken wir wieder auf Gruppen, fahren dann mit dem Cursor auf diejenige Gruppe, deren Einstellungen wir verändern möchten, klicken dann hier auf Einstellungen. Auf was wir hier Bezug nehmen möchten, ist folgendes. Ihr habt hier nämlich unter anderem die Möglichkeit einzustellen, ob eure Mitgliederliste öffentlich einsehbar sein soll oder nicht. Dann könnt ihr die Dokumentenfreigabe einstellen, das heißt, ob Dokumente, die ihr hochladet, auch für die Gruppe zugänglich sein sollen. Und dann könnt ihr einstellen, ob ihr Gruppenbeitrittsgesuche annehmen wollt oder nicht. Hier unten könnt ihr noch den sogenannten API-Schlüssel eurer Gruppe sehen. Den könnt ihr verwenden, wenn ihr nicht euren persönlichen API-Schlüssel verwenden möchtet. Ein API-Schlüssel ist vor allem für Institutpublikationslisten in OpenCMS relevant. Übrigens schickt Puma euch auch E-Mails bei systemrelevanten Ereignissen, wie zum Beispiel einer Gruppengründung oder bei Beitrittsgesuchen. Als nächstes zeige ich euch, welche Rechte man in einer Gruppe haben kann. Dazu müssen wir erst einmal die Mitgliederliste öffnen und um das zu machen, gehen wir wie folgt vor. Wir gehen hier auf Gruppen. Dann auf die jeweilige Gruppe, die wir bearbeiten möchten. Nehmen wir in diesem Fall diejenige, weil die mehr Gruppenmitglieder hat. Gehen dann auf Einträge. Sehen dann hier unten rechts schon die Mitglieder eingeblendet. Müssen aber hier auf diese Zahnräder klicken. Dann sehen wir hier Mitgliederliste. Und können dann sehen, welche Rechte die Mitglieder der Gruppe haben. Wie ihr seht, gibt es Administratoren, Moderatoren und Nutzer. Die Administratoren können Gruppeneinstellungen bearbeiten, Beitrittsgesuche verwalten und die Gruppeneinträge bearbeiten. Die Moderatoren können Beitrittsgesuche verwalten und die Gruppeneinträge bearbeiten. Nutzer haben bloß Leserechte. Die Person, die die Gruppe gründet, wird zum ersten Administrator und kann anschließend an andere Gruppenmitglieder Moderatoren- oder Administratorrechte weitergeben. Das macht ihr einfach, indem ihr die entsprechende Rolle, die ihr vergeben wollt, anklickt. Also zum Beispiel könnte ich meinen zweiten Account einfach zum Moderator machen. Und erledigt. Eine weitere hilfreiche Funktion von Gruppen betrifft das Hinzufügen von Publikationen. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, wenn ihr zu Puma eine Publikation hinzufügt, dass ihr dann diese Publikation mit einem Systemtag der Gruppe als Kopie zuweisen könnt. Wie genau das funktioniert, zeige ich euch anhand eines Beispiels, nämlich diesem hier. Das fügen wir kurz zu Puma hinzu und müssen dann bei Tags neben dem üblichen Tag, den wir für die Tutorials verwenden, dem Tag Tutorial, noch folgenden Systemtag eingeben. Ihr gebt ein for Doppelpunkt. Und dann erscheinen die Gruppen, in denen ihr Mitglied seid. Dann wählt ihr diejenige aus, der ihr das hinzufügen möchtet, als Kopie. Speichert das ab. Und wenn wir dann auf Home gehen, dann seht ihr, dass die Publikation zweifach hinzugefügt wurde. Nämlich einmal von eurem Account und einmal sieht es so aus, als wäre die Gruppe ein Benutzer. Das seht ihr jetzt hier an diesem Add-Blog-Eintrag. Darunter seht ihr neben dem Tag Tutorial einen Tag, in dem es heißt from Doppelpunkt und dann der Name des Benutzers, der diesen Eintrag der Gruppe hinzugefügt hat.
Zu beachten ist noch, wenn ihr einen Eintrag in eurer persönlichen Sammlung bearbeitet, den ihr auch als Kopie in einer Gruppe hinzugefügt habt, also zum Beispiel diesen hier, dann werden auch die Änderungen aus eurer persönlichen Sammlung in der Kopie vorgenommen, insofern der Tag for Doppelpunkt und dann der Name der Gruppe in den Tags erhalten bleibt. Wenn ihr dann gezielt alle Kopien, die in einer Gruppe hinzugefügt worden sind, anzeigen lassen möchtet, dann könnt ihr das ganz einfach machen, indem ihr hier oben in der URL-Leiste ganz einfach das Group gegen User austauscht. Und dann könnt ihr sehen, welche Publikationen schon der Gruppe explizit hinzugefügt worden sind. Damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Bei eventuellen Rückfragen wendet euch gerne an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse oder schreibt uns in die YouTube-Kommentare und wir werden uns so schnell wie möglich um euer Anliegen kümmern. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Tutorial.